Ich ging den Waldweg entlang, als plötzlich ein ungewöhnliches Quietschen von oben hörte und dann etwas Dunkles mit einem Stein direkt in meine Richtung riss. Fast ohne nachzudenken streckte ich meine Hände nach vorne aus. Ein weicher, flauschiger Klumpen fiel in die Handfläche. Ich hatte kaum Zeit, ihn mit den Fingern zu umarmen. Das Herz schlug wütend und ein kleines Leben zitterte in meinen Händen und quietschte verzweifelt. Es war ein kleines, kaum geborenes Küken des Weißkopfadlers, das seit 2 Wochen nicht mehr da war. Das Kind zitterte und versprach klagend mit einer schrillen Stimme, und seine Augen sahen mich so an, dass es klar wurde, dass es nicht zufällig fiel. Ich schaute nach oben und sah ein großes Nest auf den starken Zweigen einer breiten Kiefer direkt über mir. Aber die erwachsenen Adler waren nirgendwo zu sehen, und ihre üblichen lauten Schreie waren auch nicht zu hören. Es herrschte eine schwere, beunruhigende Stille. Das Küken rasselte immer lauter den Schnabel und quietschte fordernd, indem es das Futter hartnäckig wie ein echtes hungriges Jungtier bettelte. Ich habe es genau untersucht. Es gab keine Blutergüsse oder Wunden am Körper, nur offensichtliche Anzeichen von Unterkühlung und starkem Durst. Ich nahm eine Wasserflasche heraus und tropfte vorsichtig auf den Schnabel des Babys. Ein paar Schlucke schluckte er sofort und verlangte sofort nach mehr. Die Erkenntnis, dass ohne Nahrung kann der junge Adler nicht überleben, und ein paar Stunden habe ich schnell beschlossen, ihm Essen zu suchen. Nicht verschonen Zeit, näherte sich Suchostoyashi in der Nähe einer Kiefer und ordentlich befestigte ihn mit einem Messer die Rinde der Nähe der Basis. Unterhalb der ein ganze Lager begann zu zittern, blasse Larven Käferknirpse. Der Adler verschluckte mit unglaublicher Geschwindigkeit eine Larve nach der anderen, und mit der Gier des Raubtiers aß er sowohl die dritte als auch die vierte. Innerhalb weniger Minuten wurde er mit mehr als einem Dutzend solcher Larven behandelt, woraufhin er sich ein wenig beruhigte und anfing nur leise zu pfeifen. Es wurde klar, ohne elterliche Betreuung kann das Baby nicht überleben. Ich habe es vorsichtig um den Nebenhöhlen meiner Jacke verpflanzt, näher an der Hitze, und ging gemächlich zu meinem Auto und versuchte zu verstehen, wohin ein erwachsener Adler gehen konnte. Eines ist bekannt: Die weiblichen Weißkopfadler werfen das Nest nicht freiwillig ab. Es bedeutet, dass ihr etwas passiert ist. Ich ging 200 Meter weiter, als das Baby plötzlich anfing, ganz ungewöhnliche Schreie zu machen. Kein normales Quietschen, sondern lange und schrille Alarmstimmen. Er hat so hart an meinem Nebenhöhlen gekämpft, dass ich vor Überraschung gestoppt habe. Es fühlte sich an, als hätte das Küken etwas gespürt, das meiner Aufmerksamkeit entgangen war. Ich habe mich versteckt und bin zu den Geräuschen um mich herum gekommen. Zuerst hörte ich nur das Rauschen der Zweige und das Rauschen der Heuschrecken zu meinen Ohren. Aber bald hörte ich einen kaum erkennbaren langen Schrei, irgendwo rechts vom Pfad, der sich fast unter dem Wind in den Kiefernkronen verlor. Dann wiederholte sich das Geräusch. Diesmal erkannte ich das scharfe, hohe Klecksen eines Adlers, der seinen Partner anrief. Ohne nachzudenken rollte ich vom Pfad ab und begann mich mit einer Hand durch das Gebüsch zur Stimme zu warten, wobei ich das Baby mit einer Hand hielt. Der Adler war, als würde er einen erwachsenen Vogel anrufen, und er reagierte deutlicher, als wir uns näherten. 2 Minuten später begannen sich die Stämme zu verdünnen, und ein breiter, heller Streifen wurde durch sie beleuchtet. Ich ging direkt auf die asphaltierte Straße hinaus. Das Spektakel, das sich am Straßenrand entfaltete, hat mich verblüfft. Fast am Straßenrand stand ein alter Stromleitungsmast, und oben zwischen den verworrenen, zerrissenen Drähten schlug ein erwachsener Vogel mit einem schneeweißen Kopf hoffnungslos zu. Es war ein erwachsener Weißkopfadler. Schon nach einer Sekunde wurde klar, dass die Mutter des Babys, das unter meiner Jacke saß, vor mir war. Der Vogel hing kopfüber, verklemmte seine Pfote, winkte mit seinen Flügeln aus letzter Kraft und machte immer wieder unheimliche, verzweifelte Schreie. Alles ging an seinen Platz. Zerrissene Kabel bildeten eine tödliche Schleife, wo sie landete, und je härter sie versuchte zu entkommen, desto enger wurde sie in der Falle eingeklemmt. Nach der Erschöpfung zu urteilen, ist sie seit Stunden durchgesickert. Jetzt war klar, dass das Küken aus diesem Grund aus dem Nest flog, weil es ohne Mutter geblieben wäre und an Hunger und Durst gestorben wäre. Ich zog das Telefon heraus und rief schnell den Notruf an. Das ist ein Notfall auf der Autobahn 14, in der Nähe des Naturschutzgebietes. Hier steckt ein erwachsener Weißkopfadler in der Höhe, in den Drähten fest. Seit einigen Stunden verliert der Vogel seine Kraft. Der Bediener antwortete ruhig und zuversichtlich:
Ihr Anruf wurde angenommen. Die Feuerwehrleute werden geschickt. Sie werden bald vor Ort sein. Während ich auf die Ankunft der Rettungskräfte wartete, versuchte ich verzweifelt, einen Weg zum Adler zu finden. Ich fand einen etwa 3 Meter langen, schweren Ast und versuchte, den Vogel zu erreichen. Aber alles war umsonst. Die Spitze des Zweiges erreichte nur die Mitte der Säule. Das Küken tobte in meiner Jacke und antwortete auf den Ruf meiner Mutter. Und dieser Husten wurde immer schwächer. Es war zu sehen, dass sie am Ende ihrer Stärke war. Nach einer halben Stunde, die ewig schien, ertönte abseits der Kurve eine Sirene. Ein helles Feuerwehrauto bremste in der Nähe des Pfeils abrupt ab. 2 davon liefen davon. Ein großer junger Mann mit dunklen Haaren und sein älterer Partner mit silbernen Schläfen und einem kräftigen Blick. Ein erfahrener Rettungsschwimmer hat alles mitbekommen. »Jake, stell eine ausziehbare Leiter auf, bis zu 10 Meter. Zieh die elektrische Handschuhe an.« Der Junge nickte und stürzte sofort nach der Ausrüstung. Ein älterer Feuerwehrmann hat mich gefragt, wie viel Adler oben ist. Ich zeigte ihm einen Adler aus seiner Jacke. Ungefähr ein paar Stunden, gemessen an seinem Zustand. Das Küken fiel aufgrund von Hunger und Kälte aus dem Nest. Der Mann nickte. Alles ist klar. In den nächsten 2 Minuten stand die Treppe bereits und die Stahlkonstruktion zog sich langsam nach oben und gab ein gemessenes Summen der Hydraulik aus. Der ältere Feuerwehrmann zog dicke Gummihandschuhe an, trat vorsichtig auf die Leiter und begann zu klettern. Ich folgte jeder Bewegung und der Adler bemerkte den Mann in der Zwischenzeit und begann in Angst noch härter zu schlagen, versuchte ihn mit Flügeln abzuwehren und mit dem Schnabel zu greifen. Er hielt an, fing an, leise und zuversichtlich zu ihr zu sagen, »Fürchte dich nicht, ich möchte dir helfen.« Langsam, ohne scharfe Bewegungen zu machen, griff er zu den Drähten, an denen die Klaue des Vogels feststeckte, und fing an, sie vorsichtig auseinanderzuziehen. Der Adler schwang scharf mit dem Flügel, das gesunde Bein rutschte ab und sie hängte nur in einem völlig unnatürlichen Winkel an der verletzten Pfote. Instinktiv hielt der Feuerwehrmann sie fest am Körper fest, ohne sie fallen zu lassen, und löste die Pfote weiter aus. Noch ein paar Minuten harter Arbeit, und schließlich löste sich die Pfote des Adlers und rutschte aus dem Griff. Der Retter hielt den Vogel mit beiden Händen fest und drückte seine Flügel fest, damit er sich beim Abstieg nicht verletzt, und begann vorsichtig, die Treppe hinunterzugehen. Der Adler widersetzte sich nicht mehr. Er war so schwach, dass er sich nur leblos in seinen Händen schmierte. Sobald der Feuerwehrmann auf den Boden trat, eilte ich sofort näher heran, um den Zustand des gefundenen Vogels zu beurteilen. Der Adler atmete kaum, öffnete seinen Schnabel schwer, seine Augen waren durstig trüb und es gab eine tiefe, blutende Wunde an der Pfote. Die Haut wurde abgerissen, die Sehnen waren sichtbar, aber zum Glück ohne Anzeichen einer Fraktur. Die Wunde erforderte sofortige Behandlung und ein Antiseptikum. Ich erklärte dem Feuerwehrmann, ich kann erste Hilfe leisten, medizinische Erfahrung gibt es, wenn Sie einen Verbandskasten finden. Jake eilte zum Auto und kam mit einer großen roten Box zurück. Ich zog das Antiseptikum, Bandagen und sterile Gaze-Tücher heraus, während der Senior den Adler vorsichtig auf dem Rasen hielt, ohne die Flügel freizugeben. Ich befeuchtete das Tuch mit einer Lösung, reinigte die Wunde vorsichtig von Schmutz und trockenem Blut, trug eine antibakterielle Salbe auf und band die Pfote vorsichtig ein, indem ich den Verband fixierte. Nach 5 Minuten ist er fertig. Die Wunde ist sauber, verstopft. Der Adler lag ruhig, atmete schwer und erholte sich langsam. An diesem Punkt erinnerte ich mich an das Küken, das die ganze Zeit hinter meinem Nebenhöhlen saß. Ich holte das Baby heraus und legte es vorsichtig neben meine Mutter auf das Gras. Die Reaktion folgte sofort. Der Adler hob den Kopf auf, sah seinen Nachwuchs und brüllte leise mit einem Gruß. Der Adler reagierte fröhlich und steckte auf schwachen Pfoten herum, kroch schwer zu seiner Mutter, fiel und stand wieder auf. Nach ein paar Augenblicken kletterte das Baby unter den Flügel seiner Mutter und ließ sich mit seinem Schnabel in eine warme Feder auf seiner Brust stecken. Ein leitender Feuerwehrmann riet mit leiser Stimme, man sollte sie in ein Wildvogel-Rehabilitationszentrum bringen. Spezialisten werden die Behandlung übernehmen, bis die Pfote vollständig verheilt ist. Ich habe zugegeben, dass dies die richtige Entscheidung war. Jake hat einen geräumigen Transport mit Lüftungsöffnungen mitgebracht und wir haben die beiden Vögel dort ordentlich zusammengestellt. Ich habe zugestimmt, mit ihnen zu gehen. Der Weg hat 40 Minuten gedauert.
Während der gesamten Reise kamen ruhige, gemessene Geräusche aus dem Transport heraus. Der Adler kommunizierte mit dem Baby, beruhigte ihn mit seinem Gesang. Wir kamen in das Gebäude des Rehabilitationszentrums, wo eine Tierärztin im Alter mit einem silbernen Zopf und einem freundlichen Lächeln auf uns wartete. Sie untersuchte die Vögel sorgfältig, lobte meine medizinische Versorgung und teilte mit, dass der Adler in einem Monat mit etwas mehr voll werden würde. Beide wurden in einer Voliere mit Nasen und Unterständen untergebracht, sodass sie die ganze Zeit zusammen waren. Ich habe meine Kontakte verlassen, um mich zu informieren, wenn es an der Zeit ist, die Adlerfamilie wieder freizulassen. Es dauerte mehr als 6 Wochen, als der Tierarzt mich anrief. Der Adler erholte sich vollständig, die Wunde zog sich ohne Folgen zurück und das Baby wuchs merklich an, wurde stärker und war vollkommen bereit für ein unabhängiges Leben. Es ist an der Zeit, sie zurück in die natürliche Umgebung zu bringen. Genau dort, wo alles einst begann. Ich tauchte am frühen Morgen in der Mitte auf und wir haben zusammen mit dem Tierarzt den Vogeltransport vorsichtig in mein Auto geladen, um zum Naturschutzgebiet zu fahren. Eine Stunde später erreichten wir den Ort der Freigabe. Es war genau der Waldweg, die gleichen mächtigen Kiefern und das gleiche Adlernest auf einem von ihnen. Ich legte den Träger auf ein weiches Gras, öffnete die Tür und machte ein paar Schritte zurück. Der Adler war der Erste, der langsam auf den Boden trat, vorsichtig eine heilende Pfote erlebte, woraufhin sie ihre riesigen Flügel weit ausstreckte, deren Spannweite 2 Meter überschritt, und sie mehrmals schwang, als ob sie sich darauf vorbereitete, den lang ersehnten Start zu machen. Als nächstes eilte der Adler, jetzt sah er deutlich erwachsener aus, mit bereits dunkleren Federn. Das Küken schaute mit Interesse auf die Umgebung und lernte den Wald außerhalb der Grenzen der Voliere kennen, in der er die letzten Wochen seines Lebens verbrachte. Der Adler wickelte meinen Kopf in meine Richtung. Einige Augenblicke lang hielt ihr Blick auf mich. Darin war Dankbarkeit und Erinnerung an die Errettung zu lesen. Danach machte sie einige energische Schritte nach vorne, winkte kräftig mit ihren Flügeln und stieg sanft in die Luft, wobei sie jede Sekunde höher stieg. Der Adler versuchte sich hinter ihr zu bewegen, sprang ungeschickt auf und schlug seine Flügel mit aller Kraft ein. Sein erster Selbstflug war kurzlebig und fast ungeschickt, aber er schaffte es, einige Meter hoch zu fliegen und sich auf den unteren Zweig der Kiefer zu setzen. Der Adler beschrieb einen Kreis am Himmel und fiel auf einen Ast neben dem Küken und berührte ihn leicht und liebevoll mit dem Schnabel, als ob er anfeuerte. Ich sah zu, wie sie beide immer höher am Stamm zum alten Nest auf der Spitze der Kiefer kletterten. Bereits nach wenigen Minuten erreichten beide Vögel die große, verzweigte Struktur und verschwanden aus den Augen. Sie sind endlich wieder zu Hause. Von oben kam der fröhliche, siegreiche Schrei des Adlers, der den Bezirk über die Rückkehr informiert. Ich stand noch eine Weile da und beobachtete die hohe Kiefer und das Nest, wo die Familie der Weißkopfadler wieder ankam. Dann drehte ich mich langsam um und ging zu meinem Auto und ließ die gefiederte Familie allein, weil ihre Existenz wegen der Drähte, die die verantwortungslosen Menschen hinterlassen hatten, fast zu Ende war. Aber sie überlebten nur, weil es diejenigen gab, die nicht an dem Unglück eines anderen vorbeigingen.